Herzlich willkommen, liebe Tischtennisfreunde, zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute dreht sich alles um das Thema Spin. Wie erzeuge ich ihn, welche Varianten gibt es und wie kannst du ihn benutzen, um dein Spiel auf das nächste Level zu bringen. Let's go! Zum Anfang natürlich erstmal, welche Spin-Variationen gibt es? Wir haben 4 grundlegende Arten. Das heißt, wir haben den Unterschnitt, dabei gehen wir unter den Ball, daher kommt der Name, und der Ball dreht sich zurück. Das heißt, der Ball dreht sich so, das heißt, wenn er aufkommt auf dem Tisch, will er zurück. Wenn der Gegner den Ball annimmt, würde der Ball dann runterfliegen. Deswegen heißt er auch Unterschnitt. Dann haben wir die zweite Variante, das ist der Oberschnitt oder auch Topspin genannt. Dabei dreht sich der Ball genau andersrum, nach vorne, rotiert nach vorne. Dadurch, wenn man so rangehen würde, springt der Ball nach oben weg. Diesen benutzt man oft bei Angriffsschlägen. Den Unterschnitt erzeugt man eher bei Schubwellen oder halt Passivschlägen. Dann gibt es noch 2 verschiedene Richtungen von Sidespin. Das heißt einmal in die Richtung Sidespin und einmal in die Richtung Sidespin. Da dreht sich der Ball halt seitlich. Die erzeugt man ziemlich selten isoliert, sondern man kombiniert sie meistens. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Topspin ziehe und dabei noch ein bisschen seitlicher rangehe, dann dreht sich der Ball primär nach vorne, aber wir haben auch ein bisschen Sidespin mit drin, was für den Gegner oft sehr schwer zu lesen ist. Schauen wir uns nun an, wie ihr diesen Schnitt erzeugen könnt. Das heißt, der große Unterschied zwischen anderen Sportarten, warum ich Tischtennis auch so eine spezielle Sportart finde, ist, dass wir beim Tischtennis den Ball weich treffen können. Das heißt, ihr geht nicht ran und kloppt den Ball, sondern ihr wollt Spin erzeugen. Dafür nehmt ihr euch euren Schläger und ihr wollt den Ball, wenn ihr zum Beispiel Unterschnitt erzeugen wollt, möglichst weit hier treffen. Dann kriegt ihr besonders viel Schnitt in den Ball. Jetzt ist aber auch ganz wichtig, wenn ich den Ball so treffe und dagegen haue, kann ich ihn hier treffen, trotzdem kommt kein Schnitt rein. Das heißt, ihr wollt den Ball so zart wie möglich treffen. Man sagt oft das Gefühl, dass der Ball auf dem Belag bleibt. Ihr wollt eine lange Kontaktzeit erzeugen und den Ball über den Belag gleiten lassen. Probiert damit etwas rumzuspielen, das könnt ihr auch zu Hause erstmal üben, dass ihr einen Unterschnittball macht und schaut, dass der Ball zu euch zurückkommt. Wenn ich etwas mehr Unterschnitt reinkriege, kommt der Ball schneller zurück. Wenn ihr das in der Halle macht, könnt ihr das natürlich auch üben, dass ihr probiert, über das Netz hinüber zu gehen und dass er dann wieder zurückkommt. Das ist dann schon fast ein Aufschlag. Hier war jetzt relativ wenig Schnitt drin, aber ihr versteht das Prinzip. Kommen wir nun dazu, was typische Fehler sind bei den meisten Leuten. Das heißt, wenn ihr anfangt, was viele Leute machen, sie greifen den Schläger zu fest. Wenn ihr den Schläger fest umgreift, könnt ihr kaum Spin erzeugen, weil ihr automatisch weniger Feinsensotorik habt und den Ball dadurch sehr hart trefft. Das heißt, probiert immer, dass der Schläger locker in der Hand sitzt. Der soll natürlich auch nicht rausfallen, ne? Der soll jetzt nicht wie eine Frisbee wegfliegen, aber wir wollen den Ball locker in der Hand haben und das Handgelenk einsetzen können. Das ist der nächste Punkt. Setzt das Handgelenk ein, so könnt ihr relativ einfach Schnitt erzeugen. Dritter typischer Fehler bei Leuten ist das Timing. Das heißt, ihr wollt nicht die Bewegung erst machen und danach erst den Ball treffen. Ist jetzt übertrieben dargestellt, aber das machen viele Anfänger, dass der Ball kommt. Ich mache jetzt die Bewegung und treffe den Ball am Ende der Bewegung, wo die Beschleunigung gar nicht mehr ist. Das heißt, wir wollen den Ball immer am Punkt, wo wir die meiste Beschleunigung haben, treffen, weil nur da erzeuge ich viel Spin. Wenn ich hier ganz weit aushole, die ganze Power reinlege und ihn hier aber erst treffe, kriegen wir natürlich keine Energie auf den Ball. Genau andersrum ist es dasselbe. Wenn wir ganz wenig ausholen, der Ball kommt und ich fange gerade an mit der Bewegung, kommt natürlich auch kein Schnitt rein. Das heißt, probiert da immer so einen Sweet Spot zu finden, dass ihr den Ball da trefft, wo ihr am meisten Beschleunigung auf dem Ball habt, damit ihr möglichst viel Spin erzeugen könnt. Ein weiterer Fehler, der uns noch aufgefallen ist, dass viele Leute, wenn sie reinen Unterschnitt erzeugen wollen, also zum Beispiel diese Übung, über die wir gerade geredet haben, dass sie den Schläger nicht gerade halten. Als Maß dafür könnt ihr euch einfach den Tisch, an dem ihr seid, nehmen, weil wenn ihr den Schläger da hinlegt, liegt er natürlich gerade. Probiert parallel zu diesem Tisch zu bleiben. Das heißt, wenn ihr nur Unterschnitt erzeugen wollt, nehmt den Schläger nicht so, sondern parallel zum Tisch und dann kommt der Ball auch gerade zurück. Ihr könnt euch da auch immer selber kontrollieren. Das heißt, wenn ich Seitschnitt reinmache, geht der Ball natürlich auch nach da weg. Das heißt, wenn ihr seht, der Ball geht immer in eine bestimmte Richtung weg, und ihr wollt aber gerade reinen Unterschnitt erzeugen, dann justiert euer Schlägerblatt.
Kommen wir nun zu dem entgegengesetzten Schnitt, dem Überschnitt. Wie erzeuge ich den? Beim Oberschnitt ist es genau andersrum. Das heißt, wir wollen den Ball jetzt nicht mehr hier treffen, sondern möglichst mittig oben auf dem Schlägerblatt. Okay? Macht euch da nicht fertig. Ne? Selbst Profis treffen nicht ganz hier außen, sondern einfach nur in dem Drittel. Okay? Beim Oberschnitt wollt ihr das Handgelenk möglichst offen haben, ungefähr parallel zum Tisch, und dann das Handgelenk nach oben vorne gehen. Okay? Das heißt, so. Da war jetzt schon relativ viel Oberschnitt drin. Ihr könnt das auch immer an dem Sound kontrollieren. Das heißt, wenn ihr den Ball weich trefft, dann hat es auch dieses bestimmte weiche Geräusch. Wenn ich den Ball knalle, kommt dieses knallige Geräusch, das kennt ihr sicher alle. Und wenn ich den Ball halt weich treffe, selbst wenn ich dabei nach vorne gehe, ist dieses bestimmte weiche Geräusch. Je weicher das Geräusch ist, desto mehr Spin ist auch wahrscheinlich in dem Ball. Probiert erstmal langsam anzufangen, diesen Sweet Spot zu finden. Und dann könnt ihr euch immer steigern. Das heißt, der Arm kann natürlich immer schneller werden und desto mehr Spin kriegt ihr in den Ball. Und nur wenn ihr es kontrollieren könnt. Das heißt, ich kann auch den Arm ganz schnell machen und dann kommt der Ball extrem schnell, aber ohne Spin. Das heißt, den Sweet Spot finden und dann graduell immer einen Ticken schneller den Arm machen. Kommen wir zu einer Übung, wie ihr das Ganze trainieren könnt. Dafür braucht ihr nur einen Tisch, ihr braucht nicht mal einen Partner. Wenn ihr alleine seid, übt ihr die Übung wie folgt. Das heißt, ihr macht hier den Ball, spinnt ihr mit den 3 Vorderfingern einmal so an, dass er zurückkommt. Und dann probiert ihr einen möglichst weichen Treffpunkt zu haben. Der Arm muss nicht mal sonderlich schnell sein. Es geht wirklich mehr um den Treffpunkt. Ihr braucht ja nur diesen leichten Ball auf die andere Seite bringen. Der Ball rollt ja über den Tisch. Ihr wollt ihn direkt an der Kante treffen. Passt ein bisschen auf euren Schläger auf. Und ihr wollt diesen weichen Treffpunkt üben. Einen kleinen Tipp noch für die Übung. Je weiter ihr den Ball auf die Grundlinie kriegt, desto besser. Denn wenn der Ball hier aufkommt, ist es für den Gegner ziemlich leicht, diese zu retournieren. Wir wollen immer möglichst einen Bogen reinkriegen in den Ball, dass er also möglichst weit hinten hier auf der weißen Linie aufkommt. Wenn ihr das hinkriegt, könnt ihr dasselbe probieren, nur mit einem etwas flacheren Bogen, aber trotzdem diesen weichen Balltreffpunkt beibehalten. Ne? Da könnt ihr dann ein bisschen mit dem Winkel justieren. Und eine letzte Sache noch, wie ihr die Übung noch etwas schwieriger machen könnt, ist, indem ihr den Ball langsamer wieder herkommen lässt. Das heißt, je langsamer der Ball ist, desto schwerer ist es, dieses Timing zu finden und desto schwerer ist es, den Ball zu treffen. Auch für dieses Anrollen ist es natürlich, braucht man erstmal ein bisschen Übung. Macht euch da keinen Stress, das braucht ein bisschen, dann hat man das drin. Jetzt zeigen wir euch noch einmal, wie ihr es mit einem Partner trainieren würdet. Ihr verstellt die Netzkante etwas höher und rollt den Ball unter der Netzkante durch. Ihr seht, ich musste mich jetzt zu jedem Ball neu bewegen. Das ist natürlich auch eine super Übung, um diese kleine Beinarbeiten am Tisch zu trainieren. Versucht dabei auch beim Topspin immer aus den Beinen zu arbeiten. Das heißt, wir wollen nicht nur aus dem Arm arbeiten, sondern ihr habt gesehen, ich bin immer leicht hochgegangen mit den Beinen und habe immer etwas verlagert. Dieselbe Übung könnt ihr natürlich auch mit der Rückhand üben. Da ist der Touch besonders für die Eröffnung auch sehr wichtig. Hier ist besonders wichtig, dass ihr beim Balltreffpunkt den Bauch etwas anspannt und dass der Oberkörper immer vorne ist. Das heißt, wenn ihr zurückfallt beim Ball, ist es besonders schwer, den Ball zu spielen. Immer Oberkörper vorne, stabil bleiben und mit einem lockeren Unterarm-Handgelenk spielen. Kommen wir nun zu den typischen Fehlern bei dieser Übung. Ich sehe es immer wieder, wenn ich die Übung in größeren Gruppen durchführe. 3 typische Fehler. Erster Fehler: Leute holen zu weit aus. Das heißt, wenn ihr hier hinten ausholt, wie ihr es beim normalen Topspin vielleicht machen würdet, dann ist das Timing unheimlich schwer zu finden. Das heißt, wenn der Ball jetzt hier ankommt und ich hole hier hinten aus, dann schlage ich viel eher an dem Ball vorbei. Das heißt, lasst den Schläger nicht zu tief, sondern möglichst nah am Tisch und trefft den Ball, sobald er über die Kante hinausrollt. Zweiter Fehler sehe ich auch ganz oft, dass die Leute zu weit wegstehen vom Tisch. Das heißt, der Ball rollt ja nur. Wenn ich jetzt hier hinten stehe, dann kann ich ja nur so weit weg vom Schläger spielen. Wir wollen ja den Ball immer im goldenen Dreieck treffen, dazu in einem späteren Video mehr. Aber deswegen müssen wir natürlich nah am Tisch stehen. Etwas in die Knie gehen, runtergehen, Oberkörper vorne lassen und diesen weichen Treffpunkt haben. Der dritte und letzte Fehler, den ich oft sehe,
ist, dass der Partner, wenn ihr es mit einem Partner macht, zu schnell einrollt. Das heißt, wenn der Partner jetzt so einrollt, ist es natürlich super einfach. Da kann ich den Schläger einfach nur so hinhalten und der Ball kommt raus. Einfach nur, weil er sehr viel Eigenenergie hat. Das heißt, rollt den Ball langsam ein, nicht zu langsam natürlich, dann wird es zu schwer, rollt den Ball aber auch nicht zu schnell ein. Findet da so ein bisschen den Sweet Spot. Wenn ihr merkt, okay, mein Partner hat jetzt die letzten 20 hintereinander getroffen, macht ihr es wahrscheinlich etwas zu schnell. Viel Spaß mit den Tipps und schreibt gerne in die Kommentare, wie es bei euch läuft. Eine weitere Übung, die ihr gut machen könnt, ist, wenn ihr eine 0,5 Liter Flasche habt. Ihr könnt auch größere nehmen natürlich, aber bei 0,5 Liter ist es am besten, weil er da schon am ehesten an der Höhe vom Tisch dran ist. Legt ihr einen Ball darauf und jetzt ist das Ziel, dass ihr den Ball trefft, möglichst weich, ohne die Flasche dabei umzuwerfen. Wir wollen den Ball greifen, auf den Belag spüren und mit Spin daraus spielen. Genauso. Die zwei davor waren natürlich nur, um euch die Bewegung einmal zu demonstrieren und nicht unabsichtlich. Viel Spaß dabei. Und dann springt er darüber. Kommen wir nun zur dritten Variante, dem Sidespin. Diesen, wie ich schon am Anfang gesagt habe, man benutzt den nicht so isoliert wie die anderen. Trotzdem haben wir eine Übung gefunden. Für diese Übung ist Voraussetzung, dass ihr schon einen Unterschnittaufschlag könnt und ein bisschen Grunderfahrung mit Spin habt. Wenn ihr das allerdings habt, könnt ihr üben, dass ihr den Ball mit diesen beiden Hälften spielt. Das heißt, ihr macht einen Aufschlag, ihr könnt ihn aus der Hand machen. Es geht erstmal nur darum, um diesen Seitschnitt reinzukriegen. Und ihr wollt, dass der Ball einmal in dieser Hälfte aufkommt und einmal in der Hälfte. Also nicht gerade springt, sondern mit dem Seitschnitt. Genau andersherum könnt ihr es natürlich auch so machen, wenn ihr den Ball so trefft, dass ihr den Ball einmal hier aufkommen lasst und er dann dahin springt. Ich mache es einmal vor. Es ist gar nicht so einfach. Ihr müsst ein lockeres Handgelenk haben. Da war er zum Beispiel zu kurz. Und dann springt er darüber. Genau so. Bei mir waren die jetzt noch relativ nah an der Mittellinie. Das lag bei mir jetzt daran, dass ich sie zu weit hierhin gespielt habe. Das heißt, probiert euch da ein bisschen zu trainieren, dass ihr es immer über die Mittellinie kriegt. Kommen wir auch hier zu den typischen Fehlern. Was ich ganz oft sehe, ist, wenn Leute diese Übung probieren, einerseits, dass sie den Schläger nicht in der typischen Schlägerhaltung vom Aufschlag halten. Dadurch haben sie keine Handgelenkfreiheit und das macht es natürlich unheimlich schwer, diesen Sidespin zu erzeugen. Eine andere Sache ist, dass Leute zu wenig Handgelenk benutzen. Das heißt, wenn das Handgelenk fest ist und du das so probierst, kommt der Ball entweder viel zu doll oder viel zu lasch, weil es einfach sehr viel schwerer ist, diese Feinjustierung zu machen. Das heißt, schaut, dass ihr den Schläger mit Zeigefinger und Daumen eingreift und das Handgelenk locker bleibt. Ansonsten gibt es bei dieser Übung nicht so typische Fehler wie bei den anderen Übungen, sondern eher Kleinigkeiten. Probiert euch da einfach aus und wenn ihr erstmal das drin habt, ist es ein Katzensprung, danach den erste Phase Aufschlag zu lernen und auch dazu variieren, mal seit Oberschnitt, mal seit Unterschnitt. Das ist eine super Basisübung für diese fortgeschrittenen Aufschläge. So, liebe Tischtennisfreunde, kommen wir natürlich noch zum Fazit, um das Video abzurunden. Heute haben wir uns verschiedene Spin-Varianten angeschaut, Unterschnitt, Oberschnitt, Seitschnitt und wie man diese trainieren kann. Die verschiedenen Übungen könnt ihr alleine ausführen oder auch mit einem Partner. Ganz wichtig dabei, frustriert nicht zu sehr und denkt daran, das Handgelenk locker zu lassen. Greift den Schläger nicht zu fest. Das ist wirklich der Hauptfehler, wenn es um Spin geht, dass Leute zu viel Tempo erzeugen wollen und zu sehr den Schläger umgreifen. Fangt langsam an, versucht erstmal diesen Touch zu finden, dass ihr den Ball weich treffen könnt. Ihr könnt danach immer Step by Step schneller werden und mehr Spin erzeugen. Viel Spaß mit diesen Tipps. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt gerne rein, was ihr als nächstes sehen wollt. Wir wollen noch Videos zu Aufschlägen drehen und zu den verschiedenen Topspin-Arten. Aber das kommt alles in der Zukunft. Meldet euch da gerne, liked das Video, abonniert auch gerne den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und noch eine schöne Woche euch.